so ein Tag, so wunderschön wie heute. Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review ganz am Anfang. Bevor es losgeht, warum müsst ihr den Kanal abonnieren? Ihr seid glücklichere Menschen dadurch. Jeden Tag gibt es ein neues Review von der bezaubernden Jessie oder von mir. Macht das genau jetzt eine gute Sache. Und das Auto, das ich heute dabei habe, läuft, rollt, rennt unter dem Motto Hold my beer. Warum eigentlich? Naja, die BMW-Fans da draußen, die mögen verschiedene Dinge nicht. Frontantrieb, Riesenniere und kleine Motoren. Und das neue 2er Coupé, das ich heute für euch dabei habe, als M240i hat eine kleinere Niere, ein rein 6er, 374 PS, knallt, macht Krach in der Nacht und ist eine Reminiszenz, ein Zugeständnis an alle Traditionalisten und echten BMW-Fans da draußen wie mich. Genau deshalb bin ich genau der richtige Typ, euch dieses Auto, was ich so sehr liebe, vorzustellen. Was machen wir also damit? Wir besprechen die Optik, wir springen rein, wir hören uns das Soundgeflüster von diesem Auto an. Wir werden ihn hier in München fahren, über den Preis, über die letzten verbleibenden Wettbewerber sprechen. Ich bin der Jan, küsse euch am Anfang. Und dann gibt es einen kleinen Kurs vom objektophilen Autotester für diese Krone der Schöpfung. Ja, ganz am Anfang, bevor es losgeht, sprechen natürlich über die Krone der Leasing-Anbieter, nämlich GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern. Wir suchen den garantiert besten Leasingpreis für euch raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Wer hat denn schon so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Und los ging die Reise mit einer Historie 2013. Da war die erste Generation 2er Coupé. 2017 gab es dann ein Facelift. Auto ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, ist so ein kleiner, wie soll man sagen, Abklatsch bzw. eine Weiterführung vom 02er BMW, vom 3er Coupé, vom M1, vom M2 natürlich dann. Und dann gab es die zweite Generation, jetzt hier, 2022 kommt sie auf den Markt. Aber viel entscheidender jetzt, wie die reine Historie ist, die BMW-Fans waren mit der frontgetriebenen Plattform gar nicht zufrieden, ne? Weil die haben gesagt, der 2er Grand Tourer, der 2er Active Tourer und auch der 1er, das sind nicht mehr unsere Autos. Die Niere zu groß, nur noch 4 Zylinder da drin und dann Frontantrieb. Wollt ihr uns eigentlich verarschen? Ihr macht uns fertig. Und wie gesagt, BMW hat gesagt, ey, hold my beer. Ihr seid unsere Fans, wir sind da zusammen, wir bauen euch sowas. 6 Zylinder kommt da rein, kleine Niere kommt da rein, 374 PS kommt da rein, vielleicht irgendwann mit einem M2 sogar 450 PS. Ne? Wir machen dieses Auto zurückhaltend, so wie ihr euch wünscht, mal wahrscheinlich als letztes Mal. Wahrscheinlich der letzte 2er als Coupé, der auf den Markt kommt. Und dann habe ich auch mal geguckt, was ist eigentlich so das Wettbewerbsumfeld von dieser absoluten Fahrspaßmaschine. Und dann bin ich eigentlich nur auf den Mercedes CLA gekommen. Und ganz ehrlich, der hat ja nur noch 4 Zylinder, selbst als AMG-Version. Und da sagt BMW auch, ich zeige euch die lange Nase nach Stuttgart, weil dieses Auto hier ist für mich die Krone der Schöpfung, denn der steht halt auf einer anderen Plattform. Ne? Das ist die CLA-Plattform eben, so heißt die auch, die Klar-Plattform. Und das ist eigentlich die, nicht von den kleineren Modellen, sondern vom 3er, vom 4er, vom Z4, von den größeren Modellen. Deshalb ist dieses Auto auch unheimlich in seinen Ausmaßen gewachsen. Ne? Daher ist nämlich 4,55 Meter lang, damit 10,5 cm länger als der Vorgänger. Der ist 1,84 breit, damit 5 cm breiter als der Vorgänger. Mit 2,74 hat er 5 cm mehr Radstand und ist flacher. Also genau das, was sich Designer wünschen, ist 1,40 nur hoch und hat damit eben 3 cm an Geilheit gewonnen, wie ich so schön sage. Vorne die Spur 5 cm breiter, hinten 3 cm breiter. Neue Plattform hier mit den Riesenschlappen drauf, vorne sogar 6 cm breiter und hinten fast 4. Unglaublich. Und diese Farbe, die hier drauf ist, dieses Violett,
unglaublich geil. Insgesamt gibt es 2 Unilacke, 6 Metallic-Lackierungen, aber das hier ist Tokyo Drift, das hier ist Fun. Und wenn ihr das Auto von vorne anschaut, dann hat BMW gelernt, denn die haben nicht gesagt umsonst. Ganz ehrlich, es kotzt uns an. Wir können das noch. Ja, wir haben eine kleine Niere gebaut hier. Schaut euch die an. Dahinter haben wir so eine Lamelle für die Öffnung eben zum Motor hin. Da können wir den schön belüften. Oder sie schließen und haben dann einen CW-Wert von 0,26, der echt okay ist. Und dann haben wir hier eben nicht das Midnight Black oder Schwarz-Paket drauf, wo hier diese Niere ganz in Schwarz kommt und die Elemente unten ganz in Schwarz, sondern das ist quasi so Serie und auch sehr geil. Auch an den Leuchten stört sich so ein traditionalistischer BMW-Fan, ich auch. Und hier hat man gesagt, okay, schauen wir den 02er an, ein Element hier rein, sehr zurückhaltend, BMW LED, das ist das optionale adaptive LED-Licht. Und jetzt schaut mal hier rein, hier haben wir diese goldfarbene Spange drin. Die bekommt ihr auch noch in ganz schwarz mit diesem abgedunkelten Shadowline-Paket. Und hier unten natürlich der Stoßfänger. Ist der böse, ist der groß, typisch BMW. Ist der flach auch. Schaut mal, hier ist der Sensor drin, aber riesig viele Lufteinlässe. Und was da einen BMW-Fan auch noch glücklicher macht als Freibier mich, ist der Power Dome hier oben. Der macht irgendwie die Haube kleiner, aber trotzdem präsenter, böse. Das Auto hat von vorne eine wunderschöne Form. Und das Beste für die BMW-Fans daran ist, so viel gibt es gar nicht zu erzählen dazu. Und wenn wir jetzt im Profil sind, dann seht ihr schon die kurzen Überhänge, der langen Radstand beim Auto, was 1,7 Tonnen wiegt. Aber ich habe euch ja irgendwann mal versprochen, ich will nicht nur Design-Sachen machen, sondern ich spreche über das Fahrwerk. Es gibt hier ja das Serienfahrwerk drin. Das ist natürlich von der Geschwindigkeit auch abhängig. Ne? Das ist leicht adaptiv, aber nicht einstellbar adaptiv. Das ist ganz wichtig. Optional bekommt er dann bei den 4-Zylindern ein M-Sport-Fahrwerk mit einer M-Lenkung da drin. Und bei dem hier habt ihr immer ein M-Sport-Fahrwerk drin, aber optional, und das hat eine Take-Rate von über 50%, also mehr als die Hälfte, nehmen überhaupt erstmal genau den Motor, den wir hier mit den 374 PS. Und davon nochmal die Hälfte nehmen dann das optionale Fahrwerk, was man drauf bekommt, was ein adaptives M-Sport-Fahrwerk ist. Und man muss den Motor nehmen mit den 6-Zylindern, um adaptives Fahrwerk zu haben. Ist ein kleiner Kritikpunkt. Lenkung ist dann immer die Lenkung da vorne, die M-Lenkung. Hier haben wir die M-Compound-Bremse dann auch noch drin. Rote oder blaue Bremssättel bekommt ihr hier drauf. Und spannend ist beim 2er Coupé, ihr bekommt 18 Zoll Felgen beim M-Sport-Paket. Es geht los mit 17 Zoll Felgen, 19 Zoll Felgen beim M-Performance-Modell und bei den M-Performance-Parts gibt es dann 20 Zoll Felgen. Hier haben wir jetzt das M-Differential hinten noch drin, ist von 0 bis 100% sperrbar jeweils. Und was Tolles ist, wenn Chassis mal nach da geht, diese Linie hier hinten, diese abfallende Dachlinie, der Hofmeister-Knick hier drin, die lackierte Seite, da unten dieses schwarze Element, mega schwarz umrandete Fensterlinie. Unglaublich schöner Look. Das könnte ich den ganzen Tag abgehen. Und wenn ihr jetzt mal nach vorne geht, machen wir das gleiche noch von vorne, denn ihr erkennt hier zum ersten Mal beim M-Performance-Modell steht nicht M hier drauf. Das ist natürlich selbstredend mit den M-Initialen, sondern haben wir hier eine ein M-Rückspiegel in diesem satinierten Chrom, richtig schön, und schaut euch einfach mal die Linie an. Für den CW-Wert haben wir hier noch eingelassene Türgriffe. Was natürlich auch schön ist, dass wir rahmenlose Scheiben hier haben. Ist ein Zweitürer, ist ein Coupé und ihr BMW-Fans da draußen, wenn ihr halt sagt, ja okay, wir sind Traditionalisten, dann müsst ihr halt auch auf die 2 Türen da hinten verzichten. Ist im Alltag dann relativ unpraktisch, aber sieht geil aus. Und wenn wir jetzt von hinten schauen, gibt es einen optischen Kritikpunkt. Mehr will ich an einem Auto nicht kritisieren. Die leicht zu weit für meinen Geschmack unten liegenden Rückleuchten, die geil dreidimensional sind, aber ein bisschen zu weit unten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es nur mir so geht oder auch euch. Und dann haben wir hier oben noch den Gurney, ne, so eine kleine Abrisskante für einen besseren CW-Wert. Und schaut euch den vielleicht einfach mal an, genau. M42i steht hier drauf, auch in so einem satiniert BMW-Logo, X-Drive, Allradantrieb sowieso. Ne? Die Autos sind normalerweise heckgetrieben, bei den Allradversionen bekommen wir über eine Lamellenkupplung die Kraft nach vorne, immer hecklastig abgestimmt, natürlich BMW.
Und hier unten seht ihr das M-Performance-Modell an diesen trapezförmigen Auspuff-Endrohren oder Blenden eben. Das normale Modell hat dann eine rechts, eine links runde. Und hier haben wir dann diesen Diffusor unten, der echt auch aussieht wie von einem Ferrari abgeschraubt. Aber es geht um Sound, das soll heute Spaß machen. Deswegen springe ich rein, zeige euch den Sound und danach sprechen wir drüber. Und klingt gar nicht so schlecht als einer der letzten 6 Zylindern, die man jemals kaufen kann. Ne? Ja, auch ein bisschen traurig für mich. Aber jetzt sprechen wir über den Motor. 390, über den Kofferraum. 390 Liter Kofferraumvolumen da hinten. Wir haben dann auch da unten ja nochmal die Möglichkeit, hier zum Beispiel was zu verstauen. Wir haben die Möglichkeit, auf der Seite was zu verstauen. Ja, riesige Kofferraum ist es nicht, aber das reicht. 52 Liter Tank haben wir auf der Seite. Seht ihr hier, natürlich geht da Benzin rein. Super, könnt ihr tanken. E10, wenn ihr Sparfüchse seid. Das Auto zieht 1,6 Tonnen. Es gibt optional eine Anhängerkupplung, was auch interessant ist. Die M-Performance-Parts sind auch interessant. Was ich jetzt machen werde, ist natürlich mich da hinten reinquetschen. Wir schauen mal, ob der dicke Mann da hinten Platz hat. Jetzt kommt er einfach mal mit. Wir machen keinen Schnitt. Ich zeige euch, wie das hier funktioniert. Erstmal müsst ihr hier ziehen, dann fährt der Stuhl so nach vorne. Schaut euch das an. Und jetzt gucken wir mal, passe ich da rein? Ja, passe ich. Jetzt machen wir hier wieder zu. Schaut mal hier hinten, wie viel Platz. Ja, ein Dritter kann hier hinten nicht sitzen, außer er will danach irgendwie Hämorrhoiden haben. Die Anschnallgurte hier richtig schön, aber für den Kopf wird es ein bisschen eng. Wäre besser, wäre ich eine Schildkröte. Jetzt fährt hier der Sitz automatisch zurück. Und ganz ehrlich, vorne kann einer fahren, ich kann hinten sitzen. Wenn ich den Kopf einziehe, ist es okay. Auf dem Weg zur Disco nicht so schlecht. Jetzt komme ich wieder raus. Wir brauchen ein bisschen Geduld. Und da seht ihr auch schon die Einstiegsleisten, was großartig ist. Und jetzt mache ich vorne mal die Motorhaube auf. Jesse hat auch ein Timing, irgendwie wie so ein toter Kuhschwanz manchmal. Aber macht nichts. Ich mache vorne auf und erzähle euch... den Sitz muss ich zurückklappen. Sonst, wie sieht denn das aus? Und erzähle euch, was es für Motoren gibt. Es gibt auch 4-Zylinder hier drin. Ne? Da fangen wir dann an mit dem 220i, 184 PS. Der 230i kommt Anfang 2022 auf den Markt. 245 PS, den Motor hier, den 240i oder den M240i, wird es irgendwann als reinen Heckantrieb noch geben. Die Handschaltung aktuell ist weg, die gibt es nicht, nur die 8-Gang-Automatik von ZF. Ja, und hier haben wir 374 PS. Es gibt auch noch den Diesel 220d mit 190 PS. Das Auto hier wiegt 1,7 Tonnen. Und jetzt schauen wir uns mal den reinen 6er an. Ganz spannend wird vorher übrigens auch sein, wird es wieder ein M2 geben, wird es ein M2 CS geben. BMW hat mir nichts zu verraten. Und das, obwohl ich so ein Fan bin. Schämt euch, BMW. Jetzt gucken wir uns hier den reinen 6er an. Da ist er. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zylinder. Oh mein Gott, es ist noch da. Ja. Das ist ein 3-Liter-Motor und der hat 374 PS, 500 Newtonmeter Drehmoment, beschleunigt in sagenhaften 4,3 Sekunden auf 100, wird 285 km/h schnell. Ne, 250 km/h wird er schnell, da ist er nämlich abgeriegelt. Hat einen Normverbrauch von 8,1 bis 8,8 Liter. Ich habe ihn euch jetzt anhören lassen. Was wir machen, ist ganz schnell reingehen und dann wird auch endlich gefahren. Ich freue mich tierisch aufs Fahren, ist ein Fahrbericht gesehen, habe das Auto ja schon im Internet. Also kurz Innenraum, dann wird gefahren, dann gibt es ein Fazit. Kommt mit. Im Innenraum angekommen sprechen wir natürlich, wie viel hier drin ist für Traditionalisten, genauso in der Mensa an der Uni, wie viel Veggie-Zeug gibt es eben für die Studenten. Und ja, mein Gemüse ist eure automobile Innenraumleidenschaft, deshalb sprechen wir jetzt erstmal drüber. Dass hier das M-Sport-Lenkrad drin ist, dass hier zum Beispiel auch ja, Kniepads drin sind, weil der Beifahrer und der Fahrer bekommt sonst blaue Knie, wenn man so heftig fährt. Dann haben wir hier eine besondere
besondere Fußmatte, Einstiegsleisten, eine besondere Pedalerie hier drin, einen dunklen Himmel. Wir haben hier den M-Sportsitz für knapp einen Taui drin mit integrierter Kopfstütze und den fangen wir jetzt erstmal zusammen uns anzuschauen. Schaut euch das hier an, M hier oben und dann haben wir ja, blaue Ziernähte hier drin. Das kann BMW einfach tolle Sitze machen. Hier unten eine Beinauflage, die man verlängern kann. Der ist bequem, gibt guten Seitenhalt und es gibt auch so ein kleines Knöpfchen da unten, wo man die Backen dicker machen kann oder weniger dicker. Aber schaut euch gerne noch mal kurz den Sitz an, weil der ist wirklich, wirklich sehr gelungen. Den kann man eigentlich nur mögen als ja, Benzinenthusiast oder Motorsportverrückter. Und jetzt schauen wir vielleicht erstmal in die Tür und auch da haben wir die M-Flagge drin, ne? Und das ist richtig gelungen. Toller Türöffner, tolle Verarbeitung, kaum hartes Plastik, ein bisschen was. Harman-Kardon-Anlage oben, unten Platz. Auch die Musterung hinten dann im Plastik, diese Dreiecke, die ist richtig schön und die blaue Ziernaht da drin. Das stimmt einfach alles aus meiner Sicht. Jessie hat gesagt, außen hätte sie auch noch gern in dieser Farbe vom Lack. Die Bremssättel, okay, geht es euch auch so, ich weiß nicht. Hier haben wir dann diese ja, Chrommusterung drin. Hier vorne alles relativ einfach. Wir haben hier das Cockpit Professional drin mit 10 Zoll hier, 12 Zoll hier, Head-Up-Display ist auch noch optional. Und das ist schön eingebunden hier, das Infotainment-Display ist zurückhaltend, lenkt nicht zu sehr von der Straße ab. Und wir haben noch einen iDrive-Schalter. Ich liebe das. Ne? Da könnt ihr drauf schreiben, wenn ihr dann zum Beispiel ja, die Navi einstellen wollt und müsst nicht hier vorne drücken und seid zu sehr abgelenkt. So sieht aus der Schlüssel. Tatsächlich ist auch der vielleicht ein bisschen im Negativen was für Traditionalisten. Hier vorne haben wir ein Fach, eine induktive Ladebuchse, wo das Handy auch rein kann. Ein Cupholder, USB-Stecker, hier 12 Volt Steckdose. Ihr habt eine Rückfahrkamera hier, seht ihr dann vorne. Auch die ist echt traditionell, ne? Kein 360 Grad, sondern einfach nur nach hinten. Parkpiepser, Start-Stopp-Knopf und dann habt ihr, das schaut ihr besser oben, Sport, Komfort, EcoPro Adaptive und ja, dann haben wir hier noch eine kleine Armauflage, USB-C-Stecker drin, wirklich schön gemacht, auch hier die Mittelkonsole mit dem Zierelement, mit dem kleinen Gangwahlhebel für die 8-Gang-Automatik von ZF, schön ausgeformt. Jetzt würde ich aber mal sagen, kommt Jessie rein, dunklen Himmel haben wir uns ja angeguckt, ne, mit den wirklich schönen Leuchten hier drin, mit dem nahezu rahmenlosen Innenspiegel. M-Lenkrad hier. Mein Gott, ist es fleischig, ist es dick, ist es traditionell. 3 Speichen, M steht hier unten. Hier können wir die Assistenten bedienen und hier das Infotainment. Wenn ihr vorne das Cockpit steuern wollt, müsst ihr das hier machen, auf diesem Knopf und könnt gar nicht so viel machen. Ne? Da könnt ihr den Fahrmodus reinmachen, zum Beispiel den Bordcomputer hier. Könnt ihr reinmachen, G-Kraftanzeige und vorne seht ihr ein Head-Up-Display. Das liegt richtig schön in meinem Sichtfeld. Auch schaut mal hier die Spiegelkappen, wie die schön aussehen. Harman-Kardon-Anlage ist da vorne dann richtig gut. Und unten haben wir die Pedalerie von M auch sehr geschickt gelöst. Wir haben hier auch Gangwahlhebel, die sich mitdrehen hier vorne. Sehr geil. Wir haben hier noch so eine kleine Shortwahlbelegung. Warte mal, da muss ich mal hier die Kamera rausmachen. Hier so eine Shortwahlbelegung. Da müsst ihr gar nicht drücken. Das reicht, wenn ihr hier so drüber fahrt. Schaut mal oben. Sehr geil, ne? Und habt hier dann zum Beispiel die Sitzheizung oder die Steuerung für die Klima. Hier habt ihr alle Assistenten individual konfigurieren. Könnt ihr dann sehen, was hier alles drin ist. Nämlich echt wirklich viel. Könnt ihr alles anmachen, alles ausmachen. Und ja, dann ist interessant, Media. Ja, zum Zeigen drücke ich jetzt mal hier, Apple CarPlay, Android Auto, auch over the air updatebar. Navi habt ihr hier und wenn ihr dann Suche eingibt zum Beispiel, ja, könnt ihr hier dann H für Hamburg zum Beispiel drauf machen, löschen. Amazon Alexa ist hier auch drin. Over the air Updates hat BMW, glaube ich, schon 2,5 Millionen Autos oder so, die schon auf der Straße sind. Fahrinfo, habt ihr hier die Fahrdaten vorne zum Beispiel drin mit einer Anzeige, eine Sportanzeige habt ihr da drin. Habt eine Fahrstilanalyse und eine Energieflussanzeige hier drin. Den Status vom Auto könnt ihr euch auch anschauen. Schaut mal, wie schön das hier ist. Carrying Car habt ihr dann auch zum Beispiel. Was ich noch schön finde, sind die Apps.
Da habt ihr dann zum Beispiel einen Lap-Timer hier drin, wenn ihr das Handy verbindet, Amazon Alexa, könnt ihr über die MyBMW-App auch von außen euren Kindern sagen, ihr dürft nur so schnell fahren, schneller dürft ihr nicht fahren, schneller dürft ihr nicht beschleunigen. Das ist richtig gut. Vielleicht noch kurz zu den Fahrmodi hier vorne, Sport, Komfort, Standard, Eco. Und wenn wir jetzt mal Sport individuell konfigurieren, habt ihr Dämpfung, Lenkung, Motor, Getriebe. Habt ihr aber auch Eco Pro, wo ihr das individuell konfigurieren könnt, die einzelnen Dinge. Und ihr könnt natürlich auch alles hier unten steuern. Unten? Jessica, unten. Ja, genau, hier. Das finde ich halt sehr gut bei der Fahrt. Was wir jetzt machen, ist selbiges. Ja, jetzt fahren wir ein bisschen. Jessie meint schon, wie praktisch. Ich kann den Sitz direkt auf meine Breite einstellen. Ich übrigens auch. Es geht los. Interessant ist, Sport Plus ist jetzt hier drin. Und jetzt hört mal, wie der angeht. Ich mache es nochmal an vielleicht für euch. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Das ist schon knackig, das ist schon knackig. Und jetzt fahren wir los, bevor uns noch zu viele Leute hier auf die Straße fahren. Und ganz ehrlich, in einem BMW fühle ich mich heimisch. Intern nennen die Ingenieure dieses Ding ja auch der Ultimate Drift Machine. Ne? Das Lenkrad, wie es in meiner Hand liegt, der Sitz, wie er mich umfasst, die Dynamik hier drin. Jetzt gucken wir mal schnell. Ja, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen Malmedy-mäßig. Oh, der quer da hinten. Oh, er rutscht. Ja, ich habe BMW versprochen, ich darf nicht driften. Da müsst ihr dann bei Matthias Malmedy ins Video schauen. Jetzt beschleunigen wir mal durch. 1,7 Tonnen, ne? 374 PS. Und jetzt gucken wir mal. Vollbremsung noch übrigens. Boah, da ist die M-Bremse hier drin. Das merkt man schon. Also Alter hier, die 500 Newtonmeter, der Motor, der Sechszylinder ist eine Wucht. Mein Gott, seht ihr dieses Pippi in den Augen? Werde ich diese Arten von BMW-Motoren vermissen. Was ich noch mehr vermissen werde, ist das. Ihr merkt, wir haben halt im Vergleich zum Zweier Grand Tourer hier die größere Plattform. Die ist erwachsener, ne? Die hat 2,74 Meter Radstand. Wir haben eine brutal breite Spur hier drin, ne? 12% steifer ist die. Jetzt seht ihr mal noch kurz die Rückfahrkamera hier. Und kleiner Drift, the Ultimate Drift Machine, ne? Zum Drehen, kleiner Drift, ist das geil. Er war doch ein bisschen mal mit denen. Ne? Wir haben ein bisschen mehr Sturz vorne, dass er sich noch leichter eindreht und eine nahezu ideale Gewichtsverteilung von 50-50. Dazu sitze ich hier drin, habe alles schön im Überblick und der Sound hier. Das werde ich bei der Elektromobilität vermissen, dieses Brobbeln, die brutal direkte M-Lenkung hier drin. Und am besten kann man das eigentlich nicht nur an einem Matthias Malmedy Gedächtniskreisverkehr zeigen, sondern hier an so einer Doppelschikane. Schaut mal hier, die 8-Gang-Box von ZF hier drin, die ist einfach nur ein Gedicht. Ne? Und Bremse funktioniert natürlich sowieso hier. Gerade in Bayern ist es ja auch wichtig. Und wenn man überlegt, wo BMW herkommt, kompakte Sportwagen, Limos machen oder so, das können die Jungs einfach. Und hier das Einlenkverhalten, da seht ihr schon, die meinen das ernst. Ja? Aber ich habe euch ja gesagt, 50% der Leute nehmen übrigens genau diesen Motor. Sehr geil wäre ja noch eine Handschaltung als M2 oder CS. Aber jetzt guckt mal, ich schalte auf Komfort. Sieht auch alles ein bisschen komfortabler jetzt aus. Und auf einmal ist der Sound ein bisschen weg. Ne? Die Lenkung ist ein bisschen mehr Richtung meinem Alter, sage ich mal. Die Federung in der adaptiven Dämpfung hier ist wesentlich angepasster. Ne? Und wenn ich dann auf Komfort stelle oder Eco Pro, kann ich mir das ja individual auch noch konfigurieren, dann habe ich natürlich hier mit dem Adaptive Modus auch noch eine Möglichkeit. Aber im Eco Pro Modus habe ich hier einen Verbrauch von 9 Liter realisiert. Das ist ein Sechszylinder, der hat 374 PS. Dafür alles unter 10 Liter finde ich großartig. Ich kann dann natürlich das Auto auch noch zum Autobahnmeister machen, mache dann hier übrigens den Tempomaten rein, ne, drücke dann hier drauf, kann die Geschwindigkeit dann ganz flexibel setzen und einstellen, den Abstand zum Vordermann dann übrigens noch, und habe ein sehr komfortables Auto. Aber ganz ehrlich,
Ein kleiner Matthias Malmedy ist, glaube ich, in jedem von uns. Wir machen jetzt hier keine Driftwende, sondern einfach so mit der Rückfahrkamera. Übrigens schaut mal hier auch so eine kleine Kehrtwende. Und jetzt beschleunige ich ein letztes Mal dann noch durch von 0 an. Es wird ja 250 km/h schnell, dieses Auto, ne? Alter, hat der einen Druck! Großartig. Und ich habe mich außen ein bisschen gewunden, wenn ihr wissen wollt, wie die Farbe heißt. Ne? Sie heißt Thunder Night Metallic. Hier steht es drauf. Großartig, passt zu diesem großen Männerspielzeug so richtig gut wie zu mir. Hört ihr den Sound? Dieses Auto ist nahezu ideal ausbalanciert. Dieses Auto ist hecklastig abgestimmt. Dieses Auto will beherrscht, kontrolliert, gedriftet werden. Das will gefahren werden. Und wie gesagt, nochmal, solche Autos bauen ist das, ihr seht schon, was BMW kann, was die BMW-Fans natürlich auch abholt ein Stück weit und natürlich auch hier diese größere Plattform drin mit der ja wirklich breiteren Spur, ne, die kommt dem Auto sehr zugute. Die BMWs grundsätzlich sind ja nicht leicht. Der hier wiegt jetzt 1,7 Tonnen, macht aber nichts, weil es ist halt relativ viel Technik hier drin. Und jetzt guckt mal, was Matthias Malmedy jetzt hier machen würde. Wäre natürlich auch das, ne? Großartig, was der hier kann. Ich habe jetzt die Assistenten noch drin gelassen, die regeln auch schön. Das ist auch ein sicheres Auto, vor allem mit dem Allrad, weil bedarfsgerecht bekommt er ja dann auch die Kraft nach vorne. Das heißt, die Hinterachs schiebt leicht in die Kurve rein, die Vorderachs zieht uns dann wieder raus und ich bin einfach nur glücklich in diesem Auto. Ganz ehrlich, ich überlege gerade, ob ich mir den kaufen will. Aber bevor ich schon wieder zu viel verrate, kommen wir zum Fazit. Ja, kommen wir zum Fazit. Und ihr wisst ja, wie man Manta-Fahrer erkennt, an den Schürfwunden am linken Arm. Ihr wisst ja, wie ihr einen glücklichen Jan erkennt, an einem Sitzplatz in einem BMW. Ich will mich gar nicht einschleimen. Ich will nur sagen, ey BMW, danke. Das Auto ist optisch endgeil. Da habt ihr richtig einen rausgehauen. Ich bin mega happy über den Sechszylinder da drin. Ich weiß, dass der intern ja, der Ultimate Drift Machine genannt wird. Konnte ich heute leider nicht so sehr machen. Und ganz ehrlich, optisch sagt man in Bayern, hold my beer, ein richtiger Bayer. Der ist kompakt, urig, traditionsbewusst. Passt zu BMW. Das ist das, was BMW kann. Sportmaschinen bauen, ne? Mit Sechszylinder, mit tollem Sound, mit toller Straßenlage, Fahrmaschinen eben. Wie man das jetzt hier bei den Bayerischen Motorenwerken in die Zukunft transformiert, weiß ich nicht. Aber ich kann euch sagen, was interessant wäre, den nehmen, wegpacken, ist wahrscheinlich das letzte Zweier-Coupé, ist wahrscheinlich der letzte Sechszylinder da drin. Ich bin sehr gespannt, wird es ein M2 geben, wird es ein M2 CS, vielleicht dann auch mit Handschaltung. Für die Traditionalisten wäre das ja auch nur konsequent geben. Ja, spannend. Aber jetzt geht es natürlich darum, kann das sich so ein kleiner Autotester, der Car Crash Review Typ wie ich leisten, das Auto. Der beginnt bei 39.700 mit dem 220i, mit dem kleinen Vierzylinder Benziner. Ich finde, ein Vierzylinder darf da nicht rein. Da muss ein Sechszylinder rein. Ne? Der 220d liegt bei 42.800 und der hier mit dem Sechszylinder beginnt bei 56.000 Euro. Das sind natürlich 16.000 Euro mehr, die sich allerdings lohnen. Erklärt das eurer Freundin, ne? Das macht schon relativ viel Sinn. Ja, gebaut wird in Mexiko, Marktstart ist 22.01.22, greift zu oder auch nicht. Oder wartet auf was Elektrisches. Wenn euch das zu teuer sein soll, schaut gerne mal bei unserem Kooperationspartner Gaulease vorbei. Was machen die? Die werden euch auch sagen, dass das Auto nahezu konkurrenzlos ist, denn es gibt eigentlich nur ein CLA mit 4 Zylindern, vielleicht ein TTRS noch mit 5 Zylindern, noch. Schaut da gerne vorbei, ist eine gute Sache. Was machen die? Vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern, suchen den garantiert besten Leasingpreis aus. Hier seid ihr gelandet bei der Car Crash Review. Einem Autoverrückten. Ich habe meine automobile Leidenschaft mit solchen Autos gewonnen. Ich bin ein bisschen traurig, dass es die in Zukunft nicht geben wird. Ich bin sehr froh, BMW, Dankeschön, dass ich den heute vorstellen durfte. Abonniert gerne den Kanal, macht euch glücklich, denn bei uns gibt es jedes Jahr eine neue Karre, kein Flugzeug wie da oben, sondern eben ein neues Auto jeden Tag. Danke BMW für die Einladung und bis bald in einem anderen automobilen bayerischen Zirkus. Tschüss.